Der Bitcoin-Crash ist jetzt da. Holla die Waldfee. Diese Woche ging es ja richtig nach unten. Heute ist Donnerstag, gestern Mittwoch, 19. Mai, ging es richtig nach unten. Und wie geht es jetzt weiter? Wie solltest du reagieren? Was können wir daraus lernen als erfolgreiche Investoren? Und wie sieht es im Crypto-Space allgemein aus? Ich gebe dir heute meine persönliche Meinung wieder. Und zwar auch ein bisschen andere Art und Weise. Normalerweise hältst du wahrscheinlich Videos und siehst die, ja, Bitcoin auf jeden Fall und das wird durch die Decke nach oben gehen, to the moon. Oder nein, bloß nicht und auf keinen Fall und das ist alles Scam. Ich möchte mit dir ein bisschen anders herangehen. Ich möchte dir nicht sagen, was du zu tun hast. Ich möchte versuchen, dir einen neutralen Blick darauf zu werfen. Ich gebe dir auch meine persönliche Meinung weiter und dann kannst du selber überlegen, was du daraus machen möchtest. Zunächst mal die Fundamentaldaten und das ist die wichtigste Frage für dich und zwar, was glaubst du, wie zukunftsfähig ist der Kryptomarkt und wie zukunftsfähig ist Bitcoin? Da übrigens auch separieren. Du kannst grundsätzlich an den Kryptomarkt glauben, vielleicht nicht an Bitcoin, aber von der Tendenz her sehen, der Kryptomarkt, der wird definitiv nach oben gehen. Kannst aber theoretisch das auch andersrum sehen oder beides so sehen oder grundsätzlich von beiden nichts halten. Nichtsdestotrotz, die Fundamentaldaten sprechen mehr und mehr das Gegenteil. Also nicht umsonst, wenn Global Player wie beispielsweise PayPal und Visa damit liebäugeln und mehr mit Bitcoin machen, genauso dass institutionelle Investoren jetzt Zugang haben und das auch mehr und mehr nutzen. Und es sieht danach aus, als sei das erst eher der Anfang. Und es gibt da mal turbulenten Zeiten, die Volatilität, also die Schwankungen, die sind jetzt einfach wieder zurückgekehrt. Das ist nichts Besonderes. Also wir sehen hier auch in der Übersicht, also das ist eigentlich noch gar nichts von dem, was Bitcoin auch schon in der Historie alles durchgemacht hat. Und auch 80 bis fast 90% teilweise nach unten und hat immer wieder das Ganze wieder aufgeholt. Das heißt, in diesen Zeiten konnte man mit Bitcoin sehr, sehr gut Geld verdienen. Ja, aber eben genauso andersrum. Und deswegen wollen wir uns halt auch dieses Thema der Emotionskontrolle in diesem Kontext genauer anschauen. Die wichtigste Frage ist, wie bewertest du grundsätzlich die Aussichten vom Crypto-Space und von Bitcoin? Und das sollte deine Entscheidungen prägen und nicht das Kurzfristige. So, und was jetzt eben passiert. Und dass der Elon Musk dort twittert etc. Und schauen wir uns doch mal ein paar Stimmen prominenter Persönlichkeiten an, in diesem Bereich auch etwas zu tun haben. Und fangen wir doch gleich mit Elon Musk an, einer der reichsten Menschen dieser Welt. Und jetzt einfach mal drüber nachdenken. Also, der Mensch beschäftigt sich jeden Tag mit Nachhaltigkeit irgendwo und ist ja auch angetreten, um die Welt zu retten. Also, ich halte ihn auch für einen authentischen Menschen, denn ich halte es nur für eine ziemlich komische Nummer, was da zurzeit abgeht. Und wie geplant das Ganze war, oder auch nicht, wie auch immer, aber einfach mal drüber nachdenken. Vor ein paar Monaten sagt dieser Mann, okay, wir akzeptieren Bitcoin bei Tesla. So, und jetzt in den 3 Monaten hat er sich anscheinend irgendwie mit Strom beschäftigt und mit Bitcoin festgestellt, hey, das braucht ja relativ viel Strom. Also, naja, da musste man jetzt eigentlich kein Prophet sein oder, also das ist eigentlich ziemlich bekannt. Aber dann sagt er, naja, aber bei Strom, da ist ja sehr, sehr viele fossile Brennstoffe. Also deswegen wollen wir das nicht mehr. Ja, Elon, hattest du das vor 3 Monaten nicht gewusst? Also das ist doch alles irgendwie eine sonderbare Geschichte. Also mal ganz im Ernst, das glaubt ihm noch keiner, dass er jetzt irgendwie nach ein paar Monaten feststellt, hey, sorry, wusste ich noch nicht bei Bitcoin, das mit Strom und so und Kohle, das ist ja nicht so toll, also wollen wir das jetzt nicht mehr machen. Ah ja, gut, lassen wir einfach mal so stehen. Grundsätzlich ist er ein Befürworter und Anhänger von dem Crypto-Space, also wir haben es zumindest auch bei Dogecoin gesehen, to the moon. Und ja, also lassen wir es einfach mal so stehen und möchte einfach ein paar seriöse Stimmen, auch die Bitcoin alles andere als positiv sehen, hier zitieren. Auch Warren Buffett, einer der reichsten Menschen dieser Welt, hält von Bitcoin überhaupt nichts. Muss man grundsätzlich auch mit sagen, im Technologiebereich etc., da hat er auch sehr, sehr viel verpasst und gegenüber allen Neuen war er noch nie sehr, sehr aufgeschlossen, hat dadurch natürlich auch einiges liegen lassen, ist aber natürlich eine Investorenlegende, das sollte man nicht anzweifeln und steht von dem her, an dem auch mit seiner Strategie macht er das sicherlich wunderbar. Dann auch Nouriel Roubini beispielsweise, er bezeichnet Bitcoin auch gerne einmal als Shitcoin und hält nicht so viel von Bitcoin, weil es auch seiner Ansicht nach keine Währungsfunktion wirklich erfüllt. Weil man immer sagen muss, da möchte ich an der Stelle auch einfach mal mit dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich irgendwas verpasst habe, aber die Substanz beispielsweise zwischen Euro oder $1, also ich kann sie nicht wirklich finden. Wie gesagt, vielleicht habe ich irgendwas Fundamentales wirklich verpasst. Es wird einfach nur massiv nach oben ausgeweitet, geht also richtig durch die Decke. Die Geldmenge und es steht in keine Substanz drin. Und wenn ich mir Bitcoin anschaue, dann gibt es eine feste Menge und es wird sogar tendenziell, ich meine, es wäre noch neu geschürft, aber Bitcoin an sich wird immer weniger und zwar jeden Tag. Denn immer mehr Menschen haben ihre Bitcoin nicht ordentlich abgesichert und schmeißen dann Private Keys weg oder die Festplatte oder sonst was und es gehen jeden Tag Bitcoins verloren. Das heißt, es werden eher weniger, während die normalen Währungen immer mehr werden.
Und auch deswegen hat Bitcoin unter anderem diesen Aufschwung erreicht. Und dann eben auch alles, was sehr, sehr stark nach oben geht, das wird auch korrigieren. Das ist grundsätzlich einmal nichts Außergewöhnliches. Wie du das alles bewertest, letztendlich mittel- und langfristig, das haben wir dahingestellt. Ja, das musst du letztendlich für dich selber entscheiden. Aber wenn man es einfach mal anschaut, bei allen Währungen wird einfach massiv nach oben ausgeweitet, bei Bitcoin wird es tendenziell weniger bzw. relativ stabil. Ja, und wir haben auch genauso positive Stimmen und das waren Bitcoin-Skeptiker, wie beispielsweise Ray Dalio oder Stanley Druckenmiller. Wenn dir diese Namen nicht sagen, das sind Investoren, Legenden, Multimilliardäre, die unglaublich viel Geld in ihrer Laufbahn mit Investitionen, mit Spekulieren verdient haben. Ray Dalio, der auch in Bitcoin eingestiegen ist, vor mehreren Monaten, auch ein Stanley Druckenmiller, der sich aktuell geäußert hat, dass er durchaus sieht, dass Bitcoin vielleicht den US-Dollar abwechseln könnte. Ja, also die beiden sind aus dem Who is Who der Investmentbranche. Das heißt also nicht so uninteressant, was auch diese sagen. Ja, also, das heißt, du siehst, die Stimmen zu Bitcoin sind sehr, sehr polar. Was du daraus machst, das musst du selber entscheiden. Ich kann dir Folgendes daraus sagen oder meine persönliche Meinung. Wir werden dort draußen sehen, dass digitale Währungen unser Leben verändern werden. Ich glaube, dass Bitcoin hier eine Rolle spielen wird und auch Ethereum und auch andere interessante Projekte, die viele Menschen vielleicht heute noch nicht kennen und die es vielleicht auch noch gar nicht gibt. Vielfach oder bestimmt sogar viele Projekte, die es heute noch nicht gibt, aber die Welt wird sich verändern und sie wird digitalisiert werden im Prinzip in jedem Bereich und das sind Währungen. Das hat Vor- und Nachteile, sei jetzt mal irgendwo dahingestellt, aber das wird der Trend sein. Das heißt, ich bin in Kryptowährungen investiert, unter anderem auch in Bitcoin und Ethereum. Ich habe diesen aktuellen Knick dazu geäußert. Ich finde, es macht dann immer besonders Spaß, dort auch eben nachzukaufen. Und ja, das habe ich persönlich auch gemacht. Bin ansonsten aber genauso siebenstellig in diesem Bereich investiert und habe auch nicht vor, daran etwas zu ändern und dort etwas zu verkaufen. Und wenn das Ganze nochmal etwas nach unten geht, dann werde ich nochmal nachkaufen. Und wenn es nochmal nach unten gehen sollte, dann werde ich auch nochmal nachkaufen. So, und das ist einfach, wir haben eine klare Tendenz dort draußen. Ich persönlich möchte das mit meinem Prozentsatz X auch mit drin haben, mit dem ich mich persönlich wohlfühle. Und das solltest du für dich entscheiden, wie viel Prozent möchtest du da drin haben. Und es können 0% sein. Das ist absolut in Ordnung, weil du vielleicht damit nichts anfangen kannst mit dem Bereich. Oder du verstehst vielleicht so das Potenzial, aber verstehst vielleicht Bitcoin, Ethereum oder den Markt nicht wirklich, dann vielleicht 1 oder 2%. Vielleicht 5%, vielleicht 10%, vielleicht 20%. Vielleicht gehst du auf 50% und soll dir bewusst sein, ja, dann musst du mit sehr knackigen Schwankungen dort draußen leben und auch rechnen. Das muss für dich dann in Ordnung sein. Also von dem her, triff selber die Entscheidung. So, und jetzt die Frage, was jetzt tun? Und es hängt davon ab, bist du vielleicht schon voll investiert? Dann einfach zurücklehnen und ich sage jetzt einfach mal die Show dort draußen genießen und einfach die Ruhe bewahren. Ja, wenn du noch nicht so bist oder auch nicht voll investiert bist oder auch noch eigentlich so ein bisschen aufstocken möchtest, dann ist das jetzt vielleicht eine hervorragende Gelegenheit. Also richtig, wenn es mal so richtig auch knackig nach unten geht, das sind erfahrungsgemäß immer die besten Zeiten, um einzusteigen. Natürlich, wir wissen nicht genau, wo der exakte Tiefpunkt ist. Und mich würde es auch nicht überraschen, wenn das jetzt nochmal weiter nach unten geht. Heute, jetzt Donnerstag, ist der Kurs nochmal in die andere Richtung gegangen, das heißt wieder nach oben. Hat mich überhaupt nicht überrascht. Deswegen habe ich auch gestern nochmal etwas nachgekauft. Kann natürlich morgen wieder komplett anders aussehen und dann würde ich wieder nachkaufen, gerade wenn es dann nochmal richtig nach unten geht. Was mir eben persönlich aus Investorensicht nicht so gefallen hat, ist, weil es eben sehr, sehr steil nach oben ging und deswegen war ich mit Nachkäufen zu dieser Zeit sehr, sehr vorsichtig und jetzt bin ich etwas großzügiger mit Nachkaufen. Aber das ist einfach Emotionskontrolle und darüber solltest du dir bewusst sein und das solltest du üben und trainieren. Weil ansonsten wirst du mittel- und langfristig Geld verlieren und eben vielleicht nicht wenig. Und deswegen achte sehr drauf. Das, was dir emotional aktuell durch den Kopf gegangen ist, sagt extrem viel aus über dich, nicht unbedingt über die Märkte. Und das recht nicht über die Fundamentaldaten dort draußen. Okay? Ja, und wenn du noch gar nicht investiert bist oder wenig oder vielleicht auch einfach den immer weiter ansteigenden Kursen immer ein bisschen hinterher gehäkelt bist, dann ist das doch wunderbar. Dann sind das jetzt nochmal schöne Möglichkeiten, hier jetzt ein bisschen einsteigen. Aber natürlich so die Angst möglicherweise, ja, und es geht vielleicht noch viel niedriger und generell Bitcoin wird ja vielleicht komplett verschwinden und so weiter. Da kann ich jetzt schon sagen, das wird nicht passieren. Welche Rolle es zukünftig und gerade auch Bitcoin spielen wird, das sei mal dort hingestellt. Aber Bitcoin und Kryptobereich und neue Währungen, digitale Währungen werden zukünftig eine größere Rolle spielen. Das vielleicht noch so als Gesamtresümee. Also von dem her,
wenn du einen Bereich oder prozentual etwas reinnimmst, was dir insgesamt nicht so weh tut im Fall der Fälle, und machen wir uns nichts vor, es hat einen spekulativen Charakter natürlich. Wir haben hier sehr, sehr starke Schwankungen, mit denen muss man leben. Also wenn man die Hitze in der Küche nicht aushält, dann sollte man dort nicht rein. Punkt. Das ist einfach so. Ansonsten auch allein durch die Emotionen ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass man hier Geld verlieren wird. Denn es wird auch zukünftig heiß hergehen. Das ist garantiert. Also von dem her, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Teilen, liken, kommentieren. Wenn du unseren YouTube-Kanal abonnierst, wichtig ist Glockenzeichen nicht vergessen, damit du immer Benachrichtigungen über das neue Thema erhältst. Und jeden Freitag gibt es ein neues Tippvideo, findest du den Link ebenfalls unterhalb von diesem Video. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Herzlichst, dein Thorsten Wittmann.